Hallo liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir gemeinsam diesen wunderschönen Poncho und ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Hallo liebe Häkelfreunde, heute machen wir einen super schönen Poncho und ich nehme dazu eine Häkelnadel Nummer 5 und die Jazz von Teddy in diesen schönen Blautönen und sie hat eine Lauflänge von 85 Metern pro 50 Gramm. Ich starte mit einer Anfangsschlinge, häkle 7 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und schließe diese Luftmaschenkette mit einer Kettmasche zu einem Ring. Arbeite 3 Luftmaschen und arbeite jetzt inklusive dieses Stäbchens 16 Stäbchen in den Ring hinein, also noch weitere 15. 2, 3, 4, 5, den Faden häkle ich gleich mit ein und wenn ihr insgesamt 16 Stäbchen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 16 Stäbchen gehäkelt und schließe die Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche dieses ersten Ersatzstäbchens. Ich arbeite jetzt 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und auf das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und wieder auf das nächste Stäbchen, das kommt ein Stäbchen. 2 Luftmaschen und auf jedes Stäbchen, das kommt, ein Stäbchen, immer dazwischen 2 Luftmaschen. Wir halten also wieder 16 Stäbchen, nur dass dazwischen immer 2 Luftmaschen sind. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen und es empfiehlt sich hier genau nachzuzählen, dass es 16 Stäbchen sind. Jetzt kommen noch 2 Luftmaschen und wir schließen in die dritte Luftmasche dieses ersten Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche. Arbeiten noch eine Kettmasche in die Lücke hinein, beginnen mit 3 Luftmaschen als erstes Stäbchen, häkeln noch 2 weitere Stäbchen in die Lücke hinein und jetzt in jede Lücke hinein 3 Stäbchen. Keine Luftmaschen dazwischen. Einfach von Lücke zu Lücke springen und in jede Lücke 3 Stäbchen häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt in jede Lücke 3 Stäbchen gearbeitet. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und ich schließe wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Beginns. Häkle jetzt eine Luftmasche und in diese Lücke hinein
eine feste Masche. Arbeite 3 Luftmaschen und in die Lücke, in die nächste Lücke wieder eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die Lücke. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die Lücke. Wir haben jetzt 3 so kleine Bogen. Jetzt kommt ein größerer für die Ecke. Hier häkeln wir 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und eine feste Masche in die Lücke hinein. Jetzt kommen wieder 3 kleinere Bogen. 1, 2, 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die Lücke, 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die Lücke und noch ein drittes Mal 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die Lücke. Jetzt kommt wieder eine Ecke. Hier häkeln wir wieder 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, eine feste Masche in die Lücke. Wieder 3 kleinere Bogen. 1, 2, 3, eine feste Masche in die Lücke. 1, 2, 3, eine feste Masche in die Lücke. 1, 2, 3, ein drittes Mal, eine feste Masche in die Lücke. 5 Luftmaschen für die Ecke, eine feste Masche in die Lücke. 1, 2, 3, ein kleinerer Bogen. 1, 2, 3, noch ein zweiter. Und noch ein dritter. Wir sind jetzt beinahe rundherum. Das Ganze sieht so aus. Und jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die feste Masche des Beginns, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Das Ganze sieht jetzt so aus. Man sieht hier schön die 4 Ecken. Jetzt arbeite ich 3 Luftmaschen als erstes Stäbchen und noch weitere 4 Stäbchen in die Lücke hinein. 1, 2, 3, 4, sodass wir hier 5 Stäbchen haben. In die kleineren Bogen arbeiten wir jeweils 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Eins, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt kommt eine Ecke. Hier arbeiten wir zunächst 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 2 Luftmaschen und weitere 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommen wieder jeweils 3 Stäbchen in die kleineren Bögen hinein. 2, 3, 1,
2, 3, 1, 2, 3. Jetzt kommt wieder eine Ecke. Hier arbeiten wir wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 2 Luftmaschen und weitere 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 3 Stäbchen in die kleineren Bögen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, die dritte Ecke, 5 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 2 Luftmaschen, noch einmal 5 Stäbchen, 2, 3, 4, 5, 3 Stäbchen in die kleineren, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und die vierte Ecke muss noch vervollständigt werden mit 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und wir schließen die Runde mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Beginns. Das Ganze sieht jetzt so aus. Jetzt folgen noch weitere 12 Reihen, und zwar immer abwechselnd eine durchbrochene Reihe und eine Reihe mit Stäbchen. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke hinein. Arbeite eine Luftmasche, überspringe das erste Stäbchen und arbeite auf das zweite Stäbchen ein Stäbchen drauf. Eine Luftmasche, ein Stäbchen auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eins auslassen und so weiter. Am Ende der Reihe landen wir ein Stäbchen vor der Lücke, genau wie am Anfang auch. Dieses überspringen wir noch, dieses letzte Stäbchen, häkeln unsere Ecke, die sind ab jetzt immer gleich, immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in dieselbe Lücke hinein. Wir starten immer mit einer Luftmasche, überspringen das erste Stäbchen, häkeln auf das zweite Stäbchen ein Stäbchen,
eine Luftmasche, eins auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eins auslassen und so weiter. Wir müssen immer auf dem vorletzten Stäbchen vor der Lücke enden. Das letzte Stäbchen noch mit einer Luftmasche überspringen, unsere Ecke häkeln. Wieder mit einer Luftmasche beginnen, das erste auslassen, auf das zweite ein Stäbchen häkeln und das macht ihr jetzt, bis ihr wieder am runden Ende angekommen seid und da sehen wir uns dann wieder. Bis dann! Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Überspringe auch hier noch das letzte Stäbchen mit einer Luftmasche, vervollständige die Ecke noch mit 2 Stäbchen und schließe mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Beginns. Somit ist die erste durchbrochene Reihe fertig. Jetzt folgt eine Reihe mit Stäbchen. Dazu beginnen wir wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke hinein. Und wir häkeln jetzt auf jedes Stäbchen, das kommt, ein Stäbchen drauf. Dann in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. In jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die erste Kante mit Stäbchen behäkelt und es ergeben sich von Ecke zu Ecke 27 Stäbchen inklusive der beiden oder beziehungsweise der 4 Eckstäbchen auf jeder Seite 2. Häkle dann meine 2 Luftmaschen, beginne wieder mit den Eckstäbchen, arbeite wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und in jede Lücke ein Stäbchen und es sollten sich auf jeder dieser 4 Kanten immer 27 Stäbchen ergeben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen, vervollständige noch die 4. Ecke, schließe wieder mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen in die 3. Luftmasche. Und jetzt kommt wieder eine durchbrochene Reihe und dann wieder eine Stäbchenreihe. Das wechselt sich jetzt ständig ab und diese Reihen sind alle vollkommen identisch. Ich habe also wieder begonnen mit 3 Luftmaschen, einem Stäbchen, überspringe das erste Stäbchen mit einer Luftmasche, häkle auf das zweite Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche und so weiter. Also völlig gleich wie diese Reihe und ihr häkelt jetzt insgesamt ab dem Herzstück, also ab dieser durchbrochenen Reihe, brauchen wir insgesamt noch 12 Reihen, also 6 durchbrochene und 6 Stäbchenreihen, immer abwechselnd. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück.
Ich habe jetzt 12 Reihen weiter gehäkelt, ab dem Granny Square 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und jetzt häkeln wir die Verlängerung, also die Seitenteile des Poncho. Dazu beginnen wir mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke hinein, häkeln 2 Luftmaschen, lassen 2 Stäbchen aus, häkeln 3 Stäbchen nebeneinander, 1, 2, 3, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen auslassen, 3 Stäbchen nebeneinander. Zwei Luftmaschen, 2 auslassen und das machen wir die ganze Reihe so und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, das Ganze sieht jetzt so aus. Ich überspringe noch die letzten 2 Stäbchen mit 2 Luftmaschen und ende wieder mit 2 Stäbchen in die Lücke hinein. Und wir wenden unsere Arbeit. Beginne mit einer Luftmasche und einer festen Masche in dieses erste Stäbchen hinein. Häkeln dann 5 Stäbchen in die Lücke hinein. 1, 2, 3, 4, 5 und eine feste Masche in das mittlere Stäbchen dieser Gruppe. Wieder 5 Stäbchen in die Lücke, 1, 2, 3, 4, 5 und eine feste Masche auf das mittlere Stäbchen. Noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, eine feste Masche auf das mittlere Stäbchen. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen. Häkle auch in die letzte Lücke noch 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt bleiben hier diese 2 Stäbchen noch und da kommt auf das zweite Stäbchen, also beziehungsweise in die dritte Luftmasche dieses Ersatzstäbchens eine feste Masche. Und wir wenden unsere Arbeit. Die nächste Reihe beginnt mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt häkeln wir auf diese 5er-Gruppe 3 Stäbchen und zwar behäkeln wir die mittleren 3 Stäbchen. Also ein Stäbchen, 2 Stäbchen, 3 Stäbchen nebeneinander, 2 Luftmaschen und wieder auf die mittleren 3 Stäbchen 3 Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so
und da sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen und die Reihe endet mit einer Luftmasche und einem Doppelstäbchen in die feste Masche. Also ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge machen, in die feste Masche einstechen, 2 abmaschen, noch einmal 2 und noch einmal 2. Und wir wenden unsere Arbeit wieder. Beginnen mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Das ist sozusagen ein halber Bogen. Jetzt kommt eine feste Masche in das dritte Stäbchen dieses Dreiergrüppchens und wieder 5 Stäbchen in jede Lücke hinein. Und eine feste Masche auf das dritte Stäbchen. 5 Stäbchen. Und eine feste Masche in das mittlere Stäbchen. Das sieht dann so aus. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen. Häkle jetzt noch 2 Stäbchen in die Lücke hinein. Und das letzte Stäbchen auf die 4. Luftmasche dieses Ersatz Doppelstäbchens. 1, 2, 3, 4 in die 4. Luftmasche. Und jetzt haben wir hier wieder einen halben Bogen. Wir wenden unsere Arbeit wieder. Und jetzt diese 4 Reihen, die wir jetzt gehäkelt haben, 1, 2, 3, 4, das ist der Mustersatz. Jetzt geht es wieder mit der ersten Reihe weiter. Das heißt, wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen, häkeln 2 Luftmaschen und wieder auf die mittleren 3 Stäbchen, jeweils ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und wieder auf jedes der mittleren Stäbchen ein Stäbchen drauf, 2 Luftmaschen. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin wieder beinahe am Ende der Reihe angekommen, habe noch 2 Luftmaschen gehäkelt und häkle jetzt noch die letzten 2 Stäbchen dieser Reihe. Das letzte kommt auf die 3. Luftmasche der Vorreihe. Und wir wenden unsere Arbeit wieder. Und jetzt kommt die 2. Reihe des Mustersatzes. Das ist diese, die mit einer festen Masche begonnen hat. Wir häkeln also eine Luftmasche und eine feste Masche auf das erste Stäbchen und beginnen sofort mit den 5 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3, 4, 5 und eine feste Masche auf das mittlere Stäbchen. Und wieder 5 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3, 4, 5
und eine feste Masche auf das mittlere Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen und diese Reihe endet wieder mit einer festen Masche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und wir wenden wieder. Jetzt kommt die dritte Reihe des Mustersatzes. Das ist die Reihe, die mit den 5 Stäbchen beginnt. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kommen wieder die 3 Stäbchen auf die mittleren 3 Stäbchen jeder 5er-Gruppe. Zwei Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen und diese Reihe endet mit einer Luftmasche und einem Doppelstäbchen in die feste Masche der Vorrunde. Und wir sind wieder bei der 4. Reihe des Mustersatzes angekommen. Diese beginnt wieder mit einem halben Bogen, das heißt mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke hinein und einer festen Masche auf das dritte Stäbchen. Und dann kommen wieder die 5 Stäbchen in die Lücke. 2, 3, 4, 5 und eine feste Masche auf das mittlere Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig und diese Reihe endet wieder mit 2 Stäbchen in die Lücke und das letzte Stäbchen in die 4. Luftmasche der Vorrunde. Also wieder mit einem halben Bogen. Und jetzt haben wir also zweimal den Mustersatz gehäkelt. Das bedeutet, wir haben 8 Reihen und wir machen insgesamt 16 Reihen, also 4 mal den Mustersatz. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Ich habe jetzt 16 Reihen gehäkelt, also 4 mal den Mustersatz. Und das sind jetzt bei mir ungefähr 23 cm. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und wir drehen uns das Ganze um, also wieder so, dass die rechte Seite oben ist. Den Unterschied erkennt man gut an den Stäbchen rein. Und machen das genau dasselbe jetzt auf dieser Seite. Und ich zeige euch jetzt noch, wie man beginnt. Wir stechen durch die Lücke durch, holen uns den Faden durch, knoten ihn fest. Und es geht es genau gleich wie auf der anderen Seite. Wir holen uns den Faden durch und beginnen mit 3 Luftmaschen, noch ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 auslassen und 3 Stäbchen nebeneinander. Das kennt ihr jetzt schon.
und die Reihe endet mit 2 Stäbchen in diese Lücke, genau wie auf der anderen Seite. Und ihr häkelt jetzt wieder 4 Mal den Mustersatz, also 16 Reihen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt auch das zweite Seitenteil dran gehäkelt. Das ist jetzt die rechte Seite und wir brauchen jetzt ein genau gleiches Teil noch einmal. Das habe ich schon gemacht. Und ich lege jetzt dieses Teil mit der rechten Seite auf das erste Teil drauf, also so, dass die rechte Seite innen ist. Ich nehme mir jetzt solche Klammern, man kann auch Sicherheitsnadeln dafür nehmen und stecke jetzt einmal, dass die 2 Granny Squares genau übereinander liegen. Und auch hier immer schön die Teile aufeinander liegen genau. Ich nehme mir jetzt meine Häkelnadel, steche ziemlich, also so weit wie möglich am Rand ein, vorne und hinten, durch beide Teile durchstechen, nehmen uns unsere Wolle, holen den Faden durch und verknoten ihn. Und jetzt häkeln wir mal bis hierher zusammen. Steche also noch einmal durch dasselbe Loch ein, vorne und hinten, hole mir den Faden durch und häkle eine Luftmasche. Nehme dann diese 2 Stäbchen hier, die da kommen, vorne und hinten durchstehen, eine feste Masche häkeln. Ein zweites Mal eine feste Masche häkeln. In diese Bögen hier mache ich 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Auch hier darauf achten, dass ihr immer dieselben Maschen vorne und hinten erwischt. Und macht so viele feste Maschen, dass es sich nicht zusammenzieht, aber auch nicht wellig wird. Also wenn ihr zu viele macht, wird es wellig, und wenn ihr zu wenige macht, zieht es sich zusammen. Und das machen wir jetzt, bis wir hier beim Granny Square angekommen sind, und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die beiden Seitenteile zusammengehäkelt. Bin jetzt hier bei der Lücke angekommen. Da häkle ich ebenfalls noch eine feste Masche hinein und ich häkle jetzt 20 Stäbchen noch zusammen. Also da könnt ihr darauf achten, dass ihr immer vorne und hinten dasselbe Stäbchen erwischt. Und ich häkle, wie gesagt, noch 20 Stäbchen zusammen. Das sind jetzt 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es sollte für den Halsausschnitt sollten etwa 26 bis 27 cm offen bleiben. Ich häkle jetzt noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und genauso wie ihr es hier gemacht habt, macht ihr es auf der anderen Seite. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe das also jetzt auf beiden Seiten zusammengehäkelt und wie gesagt, hier habe ich circa 26 bis 27 cm für den Kopf freigelassen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich drehe das Ganze um und damit die Naht schön flach wird, ziehe ich das hier ein bisschen auseinander. Dasselbe auch auf dieser Seite, damit wir eine schön flache Naht bekommen. Das Ganze sieht dann im Moment so aus. Und jetzt bekommt der Poncho noch Fransen und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe mal einige Fransen vorbereitet. Ich habe sie auf 30 cm Länge geschnitten. Nehme 2 davon, lege sie zur Hälfte zusammen. Ihr könnt natürlich auch 3 nehmen oder mehr. Und ich arbeite jetzt in regelmäßigen Abständen Fransen ein. Dazu steche ich von hinten nach vorne durch, hole mir die 2 Fäden durch und ziehe das ganze Büschel durch diese Schlaufe durch und diesen Faden, der da noch hängt, nehme ich auch mit. Ziehe das Ganze fest. Ich zeige es euch noch einmal. Am Schluss schneidet ihr das Ganze noch ein bisschen zurecht. 2 Fäden nehmen, zur Hälfte zusammenlegen, von hinten nach vorne durchstechen, die 2 Fäden durchholen und das ganze Büschel durch die Schlaufe ziehen und festziehen. Und ich zeige es euch vielleicht jetzt noch hier bei den Stäbchen. Auch hier, ich mache jetzt zuerst noch eine in diese Lücke hinein, durchholen, festziehen, dann lasse ich 1, 2, 3, 4 Stäbchen aus, steche ebenfalls wieder von hinten nach vorne durch, hole die 2 Fäden durch und hole das ganze Büschel durch die Schlaufe durch.
lasse wieder 4 Stäbchen aus, 1, 2, 3, 4 und in jedes 5. mache ich eine Franse hinein. Das Ganze sieht dann so aus und das macht ihr vorne und hinten in beliebigen Abständen. Und ihr könnt die Fransen auch länger oder kürzer machen, ganz wie es euch gefällt. Und wenn ihr das gemacht habt, ist unser Poncho fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Unser Poncho ist richtig toll geworden und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.